Hat er denn irgendwas mitgenommen? Fotos, Briefe. Sonst nichts? Doch. Ein Notizbuch Ihrer Frau. Tschüss. Was hat sie abgesagt? Die war mal wieder ganz seltsam drauf. Francesca, möchtest du nicht auch, dass ich wieder glücklich werde? Beatrice hat Bernd als Haupterben eingesetzt. Wieder verliebt. Nach all der Zeit. Das kann nicht sein. Wo kommt dieses Testament auf einmal her? Aus dem Notizbuch. Ach, Felix, aber wieso lag es da drin? Ein solches Schriftstück. Das steckst du nicht einfach in ein Notizbuch. Aufgesetzt einen Tag vor dem Unfall. Damit ist es gültig. Das andere hat sie vorher verfasst. Das ist niemals echt. Ja, aber es ist ihre Schrift. Die kann man doch fälschen. Beatrice hat Bernd nie und nimmer alles vermacht. Nicht einen Tag vor ihrem Tod, da wusste sie bereits, dass Bernd sie umbringen wollte. Stimmt, es ist schon sehr unwahrscheinlich. Da muss es wirklich eine Fälschung sein. Alleinerbe. Ja, das hätte er wohl gern. Bernd schreckt wirklich von nicht zurück. Was soll das? Zieht ihr schon wieder über meinen Vater her? Dein Dad hat sich soeben selbst zum Alleinerben gemacht. Aber damit kommt er nicht durch. Was redest du da? Hanna. Hi. Hallo. Ich wollte eigentlich anrufen, jetzt bin ich doch so hergekommen. Hanna, ich habe gerade ziemlich viel Stress. Ja, das sagtest du gestern schon. Ich wollte auch nur kurz fragen, was mit deiner Staffelei ist. Soll ich sie dir schicken lassen, oder? Ich weiß gerade wirklich nicht, ob ich das Porträt noch rechtzeitig fertig kriege. Tja, schade. Du hast fest mit dem Geschenk gerechnet, ha? Nicht deswegen, Carla, sondern weil es ein super schönes Bild ist. Und weil ich dir gern Modell gestanden habe. Wir hatten viel Spaß. Es ist nur, ich habe gerade super viel um die Ohren, weißt du. Ja klar, da hat man dann wenig Zeit für sowas. Dann werde ich dich jetzt auch nicht weiter stören. Mach's gut. Tschüss. Hanna! Warte. Was ich verspreche, halte ich eigentlich. Heißt es zumindest. Und es wäre jetzt wirklich nicht fertig, einfach hängen zu lassen, oder? Also, wie sieht's aus mit heute Nachmittag? Ich glaube, da kann ich mir noch ein bisschen Zeit freischaufeln. Okay. Ja? Bis dann. Bis dann. Ciao. Ihr seid richtig süß zusammen. Was soll das? Hast du nichts Besseres zu tun, als mich zu beobachten? Du bist in sie verknallt. Stimmt's? Ihr seid doch krank im Kopf. Beatrice hat meinen Vater geliebt und das hier ist der Beweis dafür. Sieh's doch endlich ein. Dieses Testament ist nur eine Fälschung. Hör auf damit. Findest du es nicht etwas merkwürdig, dass er auf einmal alles erbt? Nachdem er erst nichts bekommen hat. Wenn Beatrice das so gewollt hat. Hat sie aber nicht. Das hat er geschrieben. Und zwar täuschend echt. Das muss man ihm lassen. So ein Quatsch. Sie sind doch nur sauer, dass Felix nichts abkriegt. Dein Vater war immer nur hinter Beatrice Geld her. Sie ist dahinter gekommen, hat ihn enterbt. Jetzt versucht er es mit diesem Testament. Ich hab euer Verschwörungstheorien so satt. Lasst einen endlich in Ruhe. Ihr wisst genau, dass Laura die Täterin war. Denk, was du willst. Diesen Unsinn werde ich jetzt erstmal aus der Welt schaffen. Nein, das darfst du nicht. Wusste ich doch.
Ich hab's ja immer geahnt. Es gibt noch ein weiteres Testament. Geahnt. Gewusst, weil du das geschrieben hast. Na klar, in meiner kleinen Fälscherwerkstatt. Ihr seid ja alle wahnsinnig. So? Und woher hast du sofort gewusst, was ich da in der Hand habe? Schon etwas verdächtig, oder? Ich habe euch von draußen gehört. Ihr habt ja laut genug gesprochen. Tja, da werde ich mal dafür sorgen, dass Beatrice letzter Wille auch befolgt wird. Sie halten es wohl auch nicht lange ohne Pferde aus. Naja, es ist wichtig, dass ich den Kontakt zu Lancelot halte. Ich bin auch sicher, dass er sie bereits vermisst hat. Du hast es gut, was? Sie fühlen sich doch schon wieder fit genug, oder? Ja, absolut. Danke für Ihre Hilfe. Aber Sie wissen ja, wenn man nicht gleich wieder in den Sattel steigt, Ach, auf die paar Stunden wird es wohl nicht ankommen. ich muss meinen Job machen. Dafür bin ich Ihnen auch sehr dankbar. Allerdings hatte ich gehofft, dass Sie mir noch für einige Zeit Gesellschaft leisten. Ich denke, ich habe Sie schon genug Zeit gekostet. Ja, jetzt würde ich gerne weiter meine Arbeit machen. Ganz wie Sie wollen. Warum gibst du es nicht einfach zu? Du siehst mal wieder Gespenster. Hör endlich mit diesem Bullshit auf. Du willst was von der kleinen Hete. Oder läuft da schon was? Wie du selbst schon ganz richtig festgestellt hast, ist sie hetero. Und sie hat einen Freund. Alles klar? Na und? Das schließt nicht aus, dass sie dir gefällt. Gib es wenigstens zu. Ja, ich finde sie ganz nett und auch attraktiv. Darf ich das nicht? Wäre fair gewesen, wenn du mir das sagst, statt mir was von irgendwelchen Porträt-Sessions zu erzählen. Ich habe sie doch wirklich nur gezeichnet. Warum nicht gleich als Akt? Das wäre noch prickelnder. Glaub mir, da läuft nichts. Das sehe ich anders. Mal warst du euphorisch, dann wieder schlecht drauf. Angeblich immer wegen der Arbeit. Das Armband hast du mir doch auch noch aus schlechtem Gewissen geschenkt. Wie kommst du denn darauf? Das mit Hannah, das war nur Schwärmerei, mehr nicht. Aber das ändert doch zwischen uns nichts. Glaub mir. Ich mache nur noch das Bild fertig und dann war's das. Komm schon. Und wann er zurückkommt, das wissen Sie auch nicht. Ja, verstehe. Das wird nach hinten losgehen. Glaub mir. Ist schon schlimm, wenn manche Leute die Wahrheit nicht akzeptieren können, was? Wahrheit. Dieser Wisch. Es handelt sich um den letzten Willen meiner Frau. Ist doch logisch, dass sie mir daran alles vermacht. Finde ich jedenfalls. Fälschung ist strafbar. Das weißt du. Ach, warten wir doch einfach ab, was der Notar sagt. Gut, dann melde ich mich morgen noch mal bei Ihnen. Ja, wiederhören. Tja, ich fürchte, wir müssen die Testamentseröffnung verschieben. Der Notar hat den ganzen Nachmittag Außentermine. Umso besser. Dann können wir dieses Meisterwerk der Dichtkunst ja direkt der Polizei übergeben. Du, jetzt mach mal einen Punkt. Das ist eindeutig Beatrice Handschrift. Oder kannst du mir das Gegenteil beweisen? Diese Frage ist im Moment völlig irrelevant. Das Testament muss erst eröffnet werden, bevor man es anfechten kann. Aber das hätte Beatrice nie gewollt. Lassen Sie uns den vorgesehenen Ablauf einhalten. Und der beginnt mit der Eröffnung. Genau. Wie beim Schach. Und endet mit Matt. Frau de Morin, sind Sie sicher, dass Sie selbst fahren möchten? Also wenn ich heute mit Lancelot zurechtgekommen bin, dann sicher auch jetzt mit meinem Wagen. Ja, sollte ich Sie nicht doch besser bringen lassen? Das ist wirklich nicht nötig, danke. Auch für Ihre Gastfreundschaft. Ich habe zu danken. Ich hätte Lancelot so schnell nicht bändigen können. Sie mussten ihn ja unbedingt ersteigern. Er ist doch ein hervorragendes Pferd. Besonders jetzt, wo man ihn doch reiten kann. Ein bisschen Zeit braucht er schon noch. Sie kriegen das hin. Ich bin überzeugt, dass wir schon bald seinen ersten Sieg feiern werden. Ja. Entschuldigung. Ja, was wollten Sie sagen? Ja, ich freue mich schon auf Lancelots erstes Rennen. Was wollten Sie sagen? Ach, ich hatte da so eine Idee.
Sie werden ja noch längere Zeit mit ihm arbeiten müssen und das bedeutet, dass Sie täglich zu uns rausfahren. Vielleicht wäre es bequemer für Sie, wenn Sie ja für die Zeit hier wohnen. So, dein Cappuccino. Danke. Du weißt es ja noch gar nicht, hä? Ich mach's. Ich übernehme den Laden hier. Oh, super. Tja, das wollte ich dir nur mitteilen. Nicht schlecht, was? Bellissimo. Wenn du mir nur noch verrätst, was das sein soll. Das ist der Titanic-Becher. Das hier ist der Eisberg. Der ist aus Zitrone. Das ist das Schiff. Der Bug ist aus Schokolade. Und das sind die Schornsteine. Und das Meer ist der Blue Curacao. Ja. Jetzt ist mir auch klar. Und der? Das ist Diva. Und der? Den nenne ich Inselglück mit Sangria. Nicht sehr italienisch, hm? Und den hier taufe ich 1001 Nacht. Und wer hat die bestellt? Niemand, das sind Prototypen. Das ist doch in Ordnung, oder? Ich bekomme schon noch, was mir zusteht. Ich finde, das hast du gerade bekommen. Vanessa! Was denn? Ja, ob du ein Eis möchtest. Ich hatte hier 1001 Nacht für dich. Nein, danke jetzt nicht. Siehst doch endlich ein. Dieses Testament ist nur eine Fälschung. Findest du es nicht etwas merkwürdig, dass er auf einmal alles erbt, nachdem er erst nichts bekommen hat? Hey Daddy, was machst du denn hier? Hallo. Hallo? Sie wollen sicher zu Hanna. Ja, wieso? Sie ist leider nicht da. Waren Sie denn mit ihr verabredet? Nein, Sie? Eigentlich schon. Tja, wenn Sie Lust haben, können wir gern gemeinsam auf Sie warten. Bei einem Kaffee. Tja, ich weiß nicht. Sie wird mit Sicherheit gleich kommen. Hanna nimmt sich immer 1000 Sachen vor und wundert sich dann, wenn sie mit ihrer Zeit nicht hinkommt. Ach, ist das so, ja? Ja, Hallo, möchtet ihr was trinken? Ein Cappuccino bitte. für mich auch. Okay, bring ich. Danke. Ja, wenn Hanna immer so viel vorhat, bleibt dann überhaupt Zeit für Sie? Oh, oh, ganz böses Thema. Das ist nicht immer einfach. Ach ja? Naja, wir beide arbeiten sehr viel. Ja, dann ist es ja schon fast ein Wunder, dass Sie sich überhaupt kennengelernt haben. Ja, das war ein ziemlicher Zufall. Oder sagen wir eher Schicksal? Jetzt machen Sie mich aber neugierig. Graf von Leinstein hat dir angeboten, dass du bei ihm wohnst? Oh, jetzt legt er aber los. Zeitweise und... Hallo, mein Schatz. Ah, hallo. Hallo, Cecile. Hi. Ich bin gleich bei dir. Also er hat tatsächlich davon gesprochen, dass du bei ihm einziehen sollst. Oh, wie sich das anhört. Es war doch nur ein Angebot, weil ich momentan sowieso jeden Tag auf Königsbrunn bin. Was gibt's denn da zu lachen? Wenn ein Mann wie der Graf einer attraktiven Frau so ein Angebot macht, Muss das noch lange nichts heißen. Das Zimmer ist wirklich perfekt, Frau Kepler. Ich dachte mir, dass es das Richtige für Frau de Marron sein würde. Wann wird sie hier eintreffen? Das steht noch nicht fest. Richten Sie das Zimmer dennoch so schnell wie möglich. Das heißt, ab sofort jeden Morgen frische Blumen. Eine bestimmte Sorte? Sie werden schon das Passende finden. Und heizen Sie ein bisschen vor. Wie sieht's im Bad aus? Handtücher, Badetücher und Bademantel sind bereitgelegt. Sehr schön. Und die Blumen nicht vergessen. Ich habe schon eine passende Vase ausgesucht und dem Gärtner Bescheid gesagt. Gut. Melden Sie sich, wenn Sie soweit sind. Ich schaue mir das Zimmer dann noch mal an. Natürlich. Es darf an nichts fehlen. Ja, laut Datum wurde das Testament einen Tag vor ihrem Tod geschrieben. Gut, Herr Hochfeld, dann sehen wir uns morgen zur Testamentseröffnung. Ja, wiederhören. Entschuldigung, wo waren wir stehen geblieben?
Sie sagten gerade, dass Hanna und Sie bewusst getrennte Wohnungen haben. Das verstehe ich aber nicht ganz, wenn Sie sich doch eh so selten sehen. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen kontraproduktiv. Aber zusammenziehen, das wäre uns zu eng. Das hat sowas von Hausstandgründen. Und das wäre nichts für Sie. Ja, jedenfalls im Moment nicht. Hallo, entschuldigt. Im Großmarkt war heute die Hölle los. Hi. Hi. Ja, das macht gar nichts. Ich hatte in der Zwischenzeit ein sehr anregendes Gespräch mit einem Freund. So. Wie kommt's? Naja, wir hatten eben beide das gleiche Ziel. Komm, setz dich doch. Eigentlich war ich ja heute mit Carla verabredet. Wir wollten uns einen schönen Frauenabend machen. Frauenabend. Ihr meint also, einer von uns dreien passt hier nicht so ganz rein. So ist es. Ja, aber das ist doch genau die Gelegenheit, meine Anpassungsfähigkeit zu testen. Antrag abgelehnt. Berufung? Okay, ich gehe ja schon. Dann wünsche ich euch viel Spaß. Ciao. Ciao. Na gut, dann lass uns mal loslegen mit unserem Frauenabend. Okay. Danke. Haben Sie an die Blumen für das Grab gedacht? Die sind bestellt. Wunderbar. Hast du mal eine Minute? Sicher? Was gibt's denn? Es geht um das Testament. Das ist bei Herrn Schneider in guten Händen. Wieso? Naja, ich habe noch mal drüber nachgedacht. Findest du es nicht ein bisschen merkwürdig, dass Beatrice noch eins geschrieben hat? Überhaupt nicht. Die Menschen ändern ihre Meinung genauso wie ihren letzten Willen. Und es geht. Einfach so. Ja, natürlich, solange es handschriftlich ist und sowas wie letzter Wille oder Testament draufsteht. Und das Datum. Meine kleine Juristin, genau. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Es war einen Tag vor dem Unglück. Deswegen ist das Testament auch gültig. Beatrice hat's nach dem anderen geschrieben. Mach dir mal keine Sorgen, wir werden das Erbe schon bekommen. Und wieso? Wieso? Weil Beatrice wusste, dass ich sie liebe. Warum fragst du das? Ja, weil es irgendwie nicht ganz logisch ist. Erst kriegst du nur ein Gedichtband, jetzt kriegst du plötzlich alles. Du, sag mal, was willst du damit sagen? Ich frag mich, ob das Testament wirklich echt ist. Hanna! Entschuldigung, ich kann nicht so lang still sitzen. Ausnahmsweise. Wollen wir nicht eine Pause machen? Nein, wieso? Komm, für heute machen wir Schluss. Ja, aber wir haben doch gerade erst angefangen. Dann hätte ich auch gar nicht kommen brauchen. Ja, wenigstens eine kleine Ablenkung. Wie Ablenkung? Na, ich habe ja alles hier. Wofür? Na, für unseren Frauenabend. Ja, aber der war doch nur vorgeschoben, damit wir das Bild endlich mal fertig kriegen. Ja, du kannst ja gleich noch eine Runde zeichnen. Komm, außerdem habe ich noch einen schönen Film. Du, ich glaube, ich gehe lieber nach Hause. Ja. Damit du dann wieder nachdenken kannst über deinen Freund und Liebeskummer bekommst. So, jetzt setz dich erst mal hin und bleibst hier. Das ist schon okay. Prost. Prost. Dass du mir sowas überhaupt zutraust. Aber vielleicht darf ich dir die Schuld ja gar nicht daran geben. Was soll das denn heißen? Ja, ich nehme an, dass Silvia dich gegen mich aufgehetzt hat. Du weißt doch ganz genau, dass ich niemals ein Testament fälschen würde. Und wieso hattest du dann so eine Panik, als Silvia es verbrennen wollte? Du konntest doch gar nicht wissen, was sie da anzündet. Ich wiederhole mich ungern. Ich habe euch von draußen reden gehört. Dann hast du aber sehr gute Ohren. Vanessa, gleich reicht's! Warum hat Beatrice dann die Scheidung nicht zurückgezogen? Weil sie es nicht mehr geschafft hat. Und wenn sie es gar nicht vorhatte? Wenn. Fakt ist, dass wir ein neues Testament gefunden haben. Und wenn es nicht echt ist? Es ist echt. Und das wird auch der Notar beglaubigen. Der ist aber kein Schriftexperte. Vanessa, wie soll ich das verstehen? Früher hast du mir immer geglaubt. Bist du wieder mit Felix zusammen? Nein! Ich habe ein komisches Gefühl. Ich will nicht, dass du irgendwelche Dummheiten machst, wie damals mit dem Versicherungsbetrug. Aber was fällt dir ein? Das war Silvia und die war dafür im Gefängnis. Ich mache mir echt Sorgen um dich. Mach mal aus. Wie kannst du mich nur so beschuldigen? Ich bin doch dein Vater und kein Betrüger. Wenn ich dir das nur glauben könnte.
Wie Sie sehen, ist das Ankleidezimmer direkt neben dem Bad. Sehr schön. Und überall Blumen. Graf Lahnstein hat es persönlich angeordnet. Aha. Wenn Sie irgendwelche Wünsche haben, wenden Sie sich an mich. Jederzeit. Danke, aber es ist alles perfekt. Sie sollen sich ja auch wie zu Hause fühlen. Danke, Frau Kepler. Herzlich willkommen auf Königsbrunn. Vielen Dank. Der Park ist wirklich wunderschön. Ja, das ist wahr. Ich genieße den Anblick noch immer. Jeden Tag. Oh, meine Schuld. Ja. Dann wünsche ich Ihnen eine gute Nacht. Schlafen Sie schön. Tja, mit der Zeichnung wird's wohl heute nichts mehr. Ich glaube, ich gehe da mal. Der Film ist ja eh nicht so spannend. Hallo Nicole. Hi. Ist Hannas Besuch noch da? Schätze mal ja, die beiden sind hier noch nicht vorbeigekommen. Dann heißt das wohl abwarten und Tee trinken. Du willst doch nicht wirklich einen Tee? Nein, natürlich ein Bier. No Limits, hallo? Hallo, man hat mir gesagt, ich kann Herrn Schaller hier erreichen. Kann ich ihn sprechen? Ja, Moment. Lars? Für dich? Danke. Ja, hier Schneider. Hallo. Hallo, melden Sie sich doch bitte. Keiner mehr dran? Doch, aber es ist irgendwie eine schlechte Verbindung. Tja, dann eben nicht. Und so geht es weiter. Los, rückt es sofort raus. Er hat's jedenfalls nicht. Ich weiß genau, dass ihr das wart. Tja, da irrst du dich, mein Lieber. Ich denke, ihr habt gewonnen. Aber freut euch nicht zu früh. Ich krieg schon noch, was mir zusteht. Auf Wiedersehen. Nico? Hast du uns nichts zu sagen? Herr von Lahnstein hat mir eine erstaunliche Mitteilung gemacht.